The Monthly Dividend Company hat wieder neue Quartalszahlen vorgelegt. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute mal die letzten Quartalszahlen von Realty Income an. Realty Income ist ja ein sehr, sehr starker und großer REIT mit Fokus auf Einzelhandelsimmobilien und langfristigen Mietverträgen. Man zahlt eben auch eine monatliche Dividende und das ist natürlich für sehr viele langfristig orientierte Anleger spannend. Und jetzt gucken wir uns aber mal die aktuelle Situation bei dem Unternehmen im Aktienfinder an. Generell vielleicht als erstes mal im Qualitätscheck. Ich habe auch schon öfter mal über Realty Income gesprochen und es ist nach wie vor ein sehr, sehr hochqualitatives Unternehmen. Die aktuelle Position ist nach wie vor sehr stark. Wir sehen eben auch, dass die AFFOs hier langfristig schön steigen. Klar, man schüttet auch immer weiter Aktien aus, ist aber natürlich auch typisch für einen REIT. Von der Verschuldung her ist es alles noch einigermaßen im Rahmen, ist jetzt auch keine untypische Situation hier für einen REIT. Spannend wird es jetzt eben bei der aktuellen Bewertung. Auf Basis der letzten 3 Jahre sind wir im Moment immer noch deutlich unterbewertet. Und wir haben da auch im Moment eine sehr, sehr spannende Situation wieder. Da gehe ich dann später nochmal drauf ein. Und sehen jetzt eigentlich, es könnte sich durchaus hier mal noch anbieten, einen Einstieg bei Realty Income zu wagen. Wenn wir uns die Multiples mal anschauen im Vergleich der letzten 5 Jahre, sehen wir, dass wir auch bei allen Multiples deutlich unter dem Schnitt der letzten 5 Jahre liegen. Also wir sind jetzt wieder, nachdem wir zwischenzeitlich mal ein schönes Zwischenhoch gemacht haben, etwas zurückgekommen in der Bewertung. Also es würde sich praktisch hier ja schon fast anbieten, nochmal die letzte Chance zu nutzen. Klar, wichtigste Segmentaufteilung ist nach wie vor hier Retail, dann aber auch einen gewissen Anteil mit Industrial und immer noch ein kleiner Bestand in den Office, Agriculture und Gaming. Also das Unternehmen ist schon gut aufgestellt mit einem starken Fokus hier eben auf den Bereich Retail. Wir gucken uns mal die Quartalszahlen an, also vielleicht als ersten Blick. Ich denke, jedem ist Retail Income ein Begriff. Man ist global aufgestellt. Es ist ein stark diversifiziertes Unternehmen. Wir haben Verschuldung von A-, also die Credit Rating von Moody's und S&P, also A3 oder A-, also gute Verschuldung hier, gutes Balance Sheet. 55 Jahre gibt es das Unternehmen jetzt schon, in denen es operiert. Man hat 15.457 kommerzielle Real Estate Properties, also das ist auch wirklich gut. Und eben schon ja, großes Unternehmen. Man hat 652 monatliche Dividendenerhöhungen angekündigt und ist eben auch im S&P 500 ein Dividendenaristokrat. Ja, die Highlights aus dem aktuellen abgelaufenen Quartal, die sehen wir jetzt hier. Also eins der wichtigsten Kennzahlen natürlich AFFO per Share. Da haben wir einen Share gesehen von 1,05 und es war jetzt ein 2,9%iges Wachstum im Vergleich zum letzten Jahr. Also schon relativ geringes Wachstum natürlich. Die Zahlen an sich waren in Ordnung, die Reaktionen darauf waren auch eher verhalten. Es war jetzt natürlich kein wahnsinnig starkes Quartal und es ist eben doch häufig so bei den REITs, dass da also wenige Zahlen für Überraschungen sorgen, weil das doch eben auch ein Businessmodell ist, wo man sehr, sehr viel im Vorhinein schon absehen kann. Ja, außerdem hat man hier vor, 92 Properties, Einheiten zu verkaufen. Da möchte man 249 Millionen ja, einnehmen dadurch und sie haben jetzt Liquidität verfügbar, immer noch 5,2 Milliarden US-Dollar. Also das sieht alles noch völlig in Ordnung aus. Bei dem Ausblick für 2024, da haben sie jetzt auch noch was dazu gesagt. Also sie haben hier das untere Ende der AFFO-Guidance angehoben tatsächlich und zwar von 4,17 auf 4,21 Das ist natürlich wirklich gut. Und wenn man jetzt den Mittelpunkt der geguideten, also Range nimmt, die im Ausblick steht, dann wäre das hier ein 4,8%iges Wachstum year over year. Das sieht natürlich dann schon mal ein bisschen besser aus als die 2,9% hier oben. Also 4,8% von 2023 auf 2024 im Gesamtjahresblick ist ja ein mittleres einstelliges Wachstum. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir schauen uns jetzt nochmal die einzelnen Segmente an von Realty Income. Wen das Geschäftsmodell an sich noch interessiert, der kann gerne mein letztes Video anschauen zu Realty Income. Da bin ich nochmal ein bisschen genauer eingegangen,
drauf, was das Unternehmen eigentlich macht. Aber ich möchte heute nochmal einen Schritt weiter gehen und mir das Unternehmen mit mit den einzelnen Industrien, in denen man tätig ist, anschauen. Wir sehen jetzt hier die einzelnen Bereiche, also wo man die Retail Properties praktisch hat, und wir sehen immer die Prozentualanzahl der Annualized Base Rent. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass Grocery Stores, also hier Einzelhandel, Supermarktketten, 10%, 10,4% der kompletten jährlichen Miete ausmachen, und die wichtigsten zwei Kunden, die man da hat, sind Walmart und Kroger. Walmart mit 25% und Kroger mit 11%. Das heißt, man macht mit diesen zwei Kunden über 30% von diesem Grocery Store Anteil aus. Danach hat man aber noch so Kunden wie hier Costco, Albertsons, Ahold Delhaize, Amazon, Target, Dollar General. Also man ist schon stark aufgestellt. Also die Top 3 sozusagen machen hier 40% aus, 50% knapp aus. Also man ist schon hier abhängig von den ersten paar, aber es ist eben doch nur ein Teil von dem Geschäftsmodell. Das sehen wir auch hier rechts, wenn wir uns mal auf die United Kingdom Stores konzentrieren. Und hier machen 65% der Umsätze oder beziehungsweise der Miete Tesco, Sainsbury, Asda und Morrisons aus. Und danach kommt dann nochmal 20% mit Aldi, Iceland und Lidl. Man hat ja eben schon große Unternehmen als Hauptmieter drinnen, aber das sind eben so stark eingesessene Unternehmen, also das lässt mich eigentlich jetzt, das finde ich jetzt nicht abschreckend. Dann haben wir sowas wie Convenience Stores, also das sind so kleinere Shops und ja, Tankstellen. Hier hat man auch mal so einen 2040er Snapshot mit eingebaut, in dem sie auch auf die ja, Elektro-Vehicles eingehen, also sehr interessant. Und in den USA, da hat man eben auch noch so ein bisschen anderen Umgang mit diesen Convenience Stores. Also das ist eher verbreiteter als bei uns. Also bei uns ist es ja eher untypisch, dass man jetzt in der Tankstelle sich irgendwas zu essen kauft, eher seltener. Aber in den USA geben hier 20% aller Einkäufer an, dass sie auch eben solche Convenience Stores mal besuchen, um irgendwie mal was Kleines zum Essen mitzunehmen. Also das ist natürlich schon stark. Und die Gross Margin in den Store Sales ist natürlich ebenfalls sehr hoch. Ich denke, das kennt auch jeder von uns aus Deutschland. Da sind eben die Preise in diesen Tankstellen deutlich höher, wie am Dollar Store, wie im klassischen Supermarkt. Ja, hier auch die Dollar Stores, die machen 6,5% von der Annual Spaced Rent aus. Und auch hier sieht man weiter ja, gutes Wachstum, obwohl Dollar General und Dollar Tree ja doch stark gelitten haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Da gab es ja wirklich einen starken, rasanten Kursverlust. Wenn euch das interessiert, können wir gerne mal auch ein Video dazu machen. Lasst mir aber in den Kommentaren wissen, ob ihr euch für sowas interessieren würde. Hier rechts sieht man nochmal die Same Store Sales Growth, und da sieht man eben auch, dass hier teilweise immer wieder so ein Einbruch war. Also an sich, klar, die Discount Store Market Size, die wird weiter steigen, das sagen hier auch die Prognosen. Aber wie es jetzt generell an der operativen Seite bei den einzelnen Unternehmen aussieht, das ist dann steht nochmal auf einem anderen Blatt. Zusätzlich wichtiger Sektor hier im Home Improvement macht 6% aus von der Annual Based Rent. Ja klar, also Megatrends wie Do-it-yourself, 53% der Häuser in den USA ist älter als 40 Jahre. Das macht natürlich diesen ganzen Renovierungssektor und diesen Home Improvement Sektor sehr, sehr spannend. Deswegen bin ich ja zum Beispiel auch in Lowe's investiert, und man geht hier auch von einem 1 Trillion US-Dollar Home Improvement Markt in den USA aus, und da erhofft man sich dann eben auch noch starkes Wachstum. Dann haben wir noch Drugstores, also so Apotheken, die machen 4,8% aus der gesamten jährlichen Miete. Und hier hat man ja Walgreens und CVS im eigenen Portfolio. Klar, also Walgreens, da haben wir schon gehört, da werden einige Filialen geschlossen, da wird es Abbau geben. Das wird sicher auch Auswirkungen haben auf Realty Income. Das wird also noch spannend und interessant. Die leiden ja auch sehr stark unter der aktuellen Situation, ähnlich wie Dollar General. Und da könnte sich natürlich etwas anbahnen, aber ich denke, langfristig werden diese Shops dann eben von jemand anderem gemietet, und ich denke jetzt auch nicht, dass da durch ja, Realty Income wirklich richtig in Bedrängnis geraten würde. Schauen wir uns mal die 2024er Guidance noch genauer an. Also hier sehen wir eben, dass die AFFO per Share Guidance nochmal ja, ein bisschen angehoben wurde, zumindest eben das untere Ende adjustiert wurde. Beim Net Income per Share ist mal ein bisschen nach unten gegangen. Aber ansonsten sieht hier alles noch sehr ähnlich aus.
ein paar kleinere Adjustments hier bei zum Beispiel Disposition Volume oder das Investment Volume, aber an sich nichts Unberuhigendes. Deswegen war jetzt die Reaktion auch nicht allzu verrückt. Schauen wir mal einen Schritt weiter. Wenn dir das Video gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben für das Video und meinen Kanal da und auf jeden Fall gerne die Glocke anmachen, dann verpasst du eben auch keine neuen Videos mehr, wie zum Beispiel hier zu den US-Präsidentschaftskandidaten Trump und Harris. Im aktuellen Stand ist es so gut wie sicher, dass Donald Trump das Rennen macht. Also wenn dich interessiert, welche Aktien und welche Assets davon profitieren, schau doch gerne nochmal das Video an. Auch interessant. Ich möchte jetzt nochmal die aktuelle Bewertung anschauen von Realty Income hier im Trader Fox. Wenn wir uns da das auf Basis des Gewinnes im letzten Jahr anschauen, dann werden wir da gleich feststellen, dass wir im Moment fast genau fair bewertet sind. Also im Aktienfinder sind wir knapp unterbewertet und hier im Trader Fox sind wir leicht überbewertet. Es werden hier immer unterschiedliche Bewertungsszenarien herangezogen, aber auch hier sieht es also ziemlich gut aus für Realty Income. Klar, wir haben jetzt hier im Qualitätscheck nur 8 von 15 Punkten, weil wir jetzt auch noch aus einer schwierigen Phase kommen, aber gerade für Dividendenanleger hier 12 von 15, da sieht es gut aus, das gefällt mir gut. Auch hier können wir nochmal auf das Investment Fact Sheet schauen. Hier sieht man einfach nochmal die einzelnen Angaben. Wir haben im Moment einen Dividenden-Yield von 5,2%, also wirklich gute Dividende und haben jetzt hier eine Average Annual Return von 14,1% seit 1994. Also auch wirklich gute Rendite, die man hier erzielen konnte. Gefällt mir alles gut. Und Dividend Growth war im gleichen Zeitraum hier 251% und 127 Dividendenerhöhungen wurden seit 1994 getätigt. Das schreibt man sich auch so stark auf die Fahnen, also man sagt jetzt hier auch der Magic of Rising Dividends over Time. Und da geht man eben nochmal drauf ein, wie sich das im Laufe der Jahre so entwickelt hat. Das sieht man jetzt eben auch hier, dass in Orange der Realty Income mit diesen Dividenden-Reinvestitionen den S&P 500, den Nasdaq und so weiter deutlich hinter sich gelassen hat. Jetzt natürlich hängt es aber auch von der Sicht ab welchem Zeitpunkt wir uns das anschauen. Hier wird eben 1994 herangezogen. Wenn wir einen kurzfristigeren Zeitraum nehmen, dann wird es da deutlich schlechter aussehen. Aber mit 1552 Clients in 90 Industrien ist es eben auch schon ein großes Unternehmen. Hier sieht man auch nochmal die einzelne Diversifikation, also 79% Retail, 14,6% Industrial und die Top 20 Clients, Dollar General, Walgreens, Dollar Tree, 7-Eleven, FedEx ist mit dabei, Tesco, also das sind alles Namen, die jedem, denke ich, bekannt sind und man schon mal gehört hat. Wir sehen auch nochmal so ein paar Zahlen, ein paar Informationen zu dem Quartal hier, nochmal die Changes, also die Portfolio Occupancy hier ganz rechts zum Beispiel. Alles in Ordnung, die war jetzt hier minimal rückläufig mit minus 0,1%, aber noch völlig in Ordnung. Same-Store Rental Revenue ist ziemlich gleich geblieben, wurde jetzt hier im Vergleich zum Vorquartal minimal gesteigert und auch die Total Properties, die sind minimal nach oben gegangen. Also alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Wir gucken uns jetzt noch an, ob Realty Income vielleicht aktuell gut spannend ist für einen langfristigen Einstieg. Davor, wenn du noch kein Portfolio hast, beziehungsweise noch auf der Suche bist nach einem sehr günstigen Broker, dann kann ich dir hier Finanznet Zero empfehlen. Da kannst du im Moment eine Prämie abräumen von bis zu 350 Euro. Heißt, du bekommst als Neukunde sicher 50 Euro Prämie und wenn du eben hier zu dem Broker wechselst, nochmal 300 Euro on top, je nach Depotvolumen. Also wirklich spannend. Einfach bei mir unten in der Beschreibung den ersten Link anwählen und dann eben den Code Zero jetzt eingeben und dann bis zu 350 Euro Prämie kassieren. Damit unterstützen du natürlich auch mich indirekt. Danke an der Stelle. Jetzt gucken wir uns die Situation bei Realty Income an. Noch kurz, vielleicht langfristig zum Chart. Also langfristig bewegen wir uns hier in der Seitwärtsphase. Wir sind jetzt auf Monatsbasis immer noch in einem Aufwärtstrend tatsächlich. Wir bewegen uns eigentlich seitwärts so seit 2015, 2013. Das ist natürlich hier ohne Dividenden. Mittelfristig ist es aber jetzt wirklich wieder akut spannend. Da habe ich ja schon mal darauf hingewiesen, dass, wenn hier nochmal so ein Rebound kommt, es sich nochmal ein Einstieg nochmal anbieten könnte. Wir sind jetzt hier wieder gut runtergekommen von diesem letzten Hoch. Ich kann das mal abmessen, wie viel Prozent das sind. Das sind circa 9 bis 10%, die wir jetzt hier vom Zwischenhoch wieder abgegeben haben.
Wenn wir jetzt hier auf diesem Niveau einen Boden bauen, also entweder wir laufen hier nochmal runter auf die 55, 56, das wäre wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Also da würde ich tatsächlich definitiv hier nochmal nachkaufen, nochmal nachlegen bei Realty Income, aber keine Anlageberatung. Wenn wir hier rauflaufen, ist es aber so, wichtige Unterstützung hier, Fibonacci Retracement, 200-Tage-Linie und generell ist jetzt die Bewegung und die Korrektur, wenn die nicht in einem Rutsch jetzt hier erfolgt, noch völlig im Rahmen. Wir haben natürlich auch die wichtigen Volumenzonen liegen, hier vor allem bei 55 US-Dollar. Also wenn da ein Kaufsignal generiert wird, dann wird meiner Meinung nach Realty Income ganz schnell wieder hier oben stehen bei den 66 US-Dollar. Und wenn wir hier nochmal, also wenn wir messen jetzt von der grünen Linie meine Einstiegslinie, dann wäre das alleine ein Potenzial von 15,5% ohne Dividenden und es ist eben auch ein stark eingesessenes Unternehmen. Da sind 15,5% natürlich schon wirklich gut und mittelfristig gehe ich aber tatsächlich davon aus, dass wir hier wieder die 68 sehen, dann die 73, 74 und dann vielleicht sogar ein Allzeithoch. Also warten wir mal ab, wir müssen schauen, ob jetzt sich hier eine Stabilisierung anbahnt. Wir brauchen entweder hier auf diesem Niveau einen Boden oder wir laufen hier langsam nach unten und bauen dann eben bei 55 einen Boden. Also am liebsten wäre mir praktisch, wenn wir jetzt hier nochmal vielleicht kurz hochziehen, dann laufen wir weiter nach unten, dann bauen wir jetzt hier in diesem Bereich einen Boden und wenn wir hier dieses Hoch überschritten haben, dieses grüne Hoch, diesen Doppelboden ausgebildet haben, das wäre für mich praktisch das Einstiegssignal, dann würde ich hier meine Position kaufen und würde dann einfach den Trend laufen lassen. Ich würde das dann auch absichern über den Wochentrend, also meinen Stop, wenn dann vielleicht hier drunter setzen, wenn man das Ganze langfristig betrachtet, dann natürlich erstmal ohne Stop laufen lassen und je nach Monatstrend oder Wochentrend, je nach Strategie beliebig, dann die Position verwalten. Also es sieht bei Real Income wirklich spannend aus jetzt im Moment. Ich sage euch, da ist es aktuell auf jeden Fall mal wert, das Unternehmen ganz weit oben auf die Watchlist zu legen. Ist eben auch langfristig für jeden dividendenorientierten Investor wirklich spannend. Wie bereits erwähnt, also hier steht jetzt 5,33% Dividende. So eine hohe Dividende hat man auch in den letzten Jahren, Wochen eher selten bekommen bei Realty Income und ist eben einfach ein wirklich stabiles Unternehmen, ist meine Meinung. Klar, ob man jetzt den S&P 500 langfristig outperformen wird, das ist eben so eine Frage, aber hier hat man eben auch monatlichen Cashflow und eine hohe Dividende. Aber lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr von Realty Income im Moment haltet. Wartet ihr da nochmal auf diesen Rebound? Kauft ihr ja jetzt nochmal nach? Oder wie seht ihr die aktuelle Situation? Würde mich sehr interessieren, wenn dir das Video gefallen hat. Daumen nach oben nicht vergessen, ist echt immer ein Träumchen. Und natürlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.